Okay, I have a question. You were talking about all of the pagan stuff, and I think it's in Deuteronomy, or I don't know, maybe that talks about that God is talking that I will write my law in your heart and in your mind, but before that I don't have. There is nothing like a. Well, my question is, how about the consent of the people, if they were knowing to do the good things or bad things, because all of these kind of stuff, bad stuff, and how was the beginning of these religions? Yeah. So how did all of this originate? Yeah. Basically. Yeah, if they have they were conscious of it, conscious, of sin or of these sin, things. if this Yeah. Well, you could go back to the beginning of Genesis. And Genesis chapter 2, you see Abel and Cain, Genesis chapter 4, Abel and Cain offering sacrifices, but they've never been instructed to offer sacrifices. Wie sind diese ganzen heidnischen Traditionen entstanden? Haben die Leute damals ein Verständnis dafür gehabt, was richtig und was falsch war? In 1. Mose Kapitel 4. Da waren Kain und Abel und haben beide ein Opfer gebracht, und es scheint, dass niemand ihnen gesagt hat, wie man Opfer bringt. So you go back to that idea and you're like, okay, well, where did it originate? And what Paul says in Romans chapter 1 is that all man can see God through what is around them. Du schaust dir das also an und fragst dich auch, wie ist das aber entstanden? Und Paulus schreibt in Römer Kapitel 1, dass jeder Mensch Gott sehen kann in seiner Umwelt. They have a consciousness of the reality that there is a God, and a consciousness of doing wrong and doing right. Jeder Mensch hat tief drin so ein Verständnis, dass es einen Gott gibt und dass es ein richtig und ein falsch gibt. And Israel is not the only nation that has a code of laws. Israel ist nicht das einzige Volk, das so einen Gesetzeskodex hat. There's a code called the Code of Hammurabi, which is older than the Law of Moses. Da gibt es einen Kodex, der heißt das Gesetz des Hammurabi, das älter ist als Moses Gesetz. And actually they resemble each other in a lot of ways. Und die haben viele Gemeinsamkeiten. But in the Law of Moses, or the law that was given at Mount Sinai, this law gives much more value to human beings and calls man to a much higher standard of holiness than the Law of Hammurabi or any other law codes. Das Gesetz, das am Berg Sinai gegeben wurde, das zeigt ein viel höheres Menschenbild, und das ruft den Menschen auch dazu auf, einen viel höheren Standard zu genügen als der Hammurabi-Kodex oder irgendeins von den anderen Gesetzen zu der Zeit. So from things like that, we know that man understands something of good and evil, but God is very clear that He is setting a special people apart to be His example on the earth. Aus diesem Beispiel sehen wir schon, dass die Menschen damals ein Verständnis hatten von gut und schlecht, von gut und böse. Aber Gott hat sich jetzt ein besonderes Volk herausgerufen und sagt, an denen will ich das beispielhaft zeigen, der ganzen Welt. And if you do any reading on historical anthropology or historical sociology, und wenn man sich die historische Völkerkunde oder die historische Soziologie anschaut, the belief about 70 years ago was that all religions started animistic and then got to the point of one God. Dann war vor etwa 70 Jahren das Verständnis, dass alle Religionen so polytheistisch anfingen und dann mit der Zeit, oder animistisch, und dann mit der Zeit zu der Anbetung eines einzelnen Gottes führten. But in much broader research done in the past 70 years, what you find is that historical anthropologists and sociologists now conclude that all religions started from one God and then branched out to many gods. Aber seitdem, in den letzten 70 Jahren, wurde noch viel mehr Forschung darüber betrieben, und heutzutage glauben die Forscher, dass die ganzen Religionen mit einem Gott, mit einer Gottheit anfingen und dann mit der Zeit sich so auf viele verschiedene Götter verzweigt haben. And that's what you see in the Bible. Das ist das, was wir in der Bibel sehen. And that's been concluded outside of the Bible, totally separated from people who are Christians. Und da, zu dem Schluss, sind jetzt auch die Forscher gekommen, die das studiert haben, die größtenteils gar keine Christen sind. So that's my answer for that. Does that help? Yeah. Okay. Something like that. Good. Did you have a question?
Crystal, right? Oh, that is Crystal, but no. Okay. I mean, probably. I thought I saw another hand over there. Yeah, Anna. I had actually the similar question. Like Okay. the other people around them, like what was their concept of sin, or what? Like were they also given laws by their gods, or how they were? Yeah. Yeah. So that, I think that does kind of answer that. The laws, there were laws created. There was a consciousness of this thing, but I was talking to Kimmy at break that religious practice of the ancient world is not like today. Es gab damals auch andere Gesetze und Menschen hatten schon eine Vorstellung davon. Was ich aber mit Andi jetzt während der Pause geredet habe, da haben wir gesagt, okay, die religiösen Praktiken damals, die waren sehr anders als die heute. Even religion in the time, this time, even into the time of Jesus, is very, very similar. Religion from about the time of Joshua into the time, even to the time of Jesus, is very similar. Wie die Religion ausgeübt wurde zwischen Josuas Zeit und Jesus Zeit, ist sehr ähnlich. And what you find even in the Pentateuch is that even the Israelite religion is much more about practice than it is about doctrine. Und etwas, was wir da erkennen im Pentateuch, ist, dass das Ausleben ihrer Religion für die Israeliten viel mehr mit Taten zu tun hatte, als mit Glaubenssätzen. And so the Canaanite gods, the Egyptian gods, the Greek gods, the Roman gods, all of these pantheons of gods have been very similar in how you walk out their religion. Die kanaanitischen Gottheiten, die ägyptischen, die griechischen, die römischen, all diese Pantheons von Göttern, die haben alle ziemlich Ähnliches gefordert, wie die Menschen das praktizieren sollen. Today in Christianity, we think so much about doctrine and theology. What you believe is very, very important. Heute im Christentum denken wir so viel mehr an Doktrin, an Glaubenssätze und Theologie, und das, was wir glauben, ist total wichtig. And then we impose that idea on ancient religions. Und dann stülpen wir diese Sichtweise auf den damaligen Religionen über. But ancient religions are much more focused on how you practice the religion than what you believe about the gods. Bei den damaligen Religionen im Altertum, da ging es viel mehr darum, wie man das praktiziert, als was man jetzt glaubte über die verschiedenen Götter. So the feasts, the sacrifices, the parades, the actions of worship, all of these things are much more important than the belief system. Diese Feste, die Opfer, die Paraden, die Anbetung waren viel, viel wichtiger als das, was man glaubte über einen Gott. And even in the time of Jesus in Athens, there was a celebration or festival, an average of every 3 to 4 days for the gods, because the action of worship was most important instead of the belief. Selbst zu Jesu Zeit gab es in Athen auf alle 3-4 Tage ein Fest für einen anderen Gott, weil es so wichtig war, das auszuleben, regelmäßig auszuleben. Which is one of the reasons you come to the New Testament and find such an emphasis on faith and belief in opposed to practice. And what we have done is we've taken that and de-emphasized practice in light of faith and belief. Wegen diesem Unterschied sehen wir dann im Neuen Testament, wie stark der Glauben hervorgehoben wurde, das Verständnis. Und was wir jetzt heutzutage gemacht haben, wir haben das ganze Ausleben, das Praktizieren, ziemlich unterdrückt und heben mehr den Glauben hervor. Does that make sense? Does that help? Okay. Any other questions before we transition? Yes. Yeah, I don't have a question, just maybe a comment. Because God was setting his people apart, and he gave them kudos and the way that they act, and it sets them apart. But I think I've got conflicts within me, because the punishments or making sure that sin is not in their midst seems really harsh. Like, for example, if you see your son doing something bad, then get them stoned by the whole community. I mean, it's hard to reconcile that with being set apart, because although it's different, I kind of equate it to those people who like roast their kids.
Do you need to repeat that or just my answer? No, Okay. I'll summarize it. Just, Ich tue mir schwer damit, dass die Israeliten wurden als Gottes Volk erwählt und jetzt gibt es teilweise aber sehr drastische Bestrafungen, wenn sie Gottes Gesetz übertreten haben, zum Beispiel, dass ein Sohn gesteinigt werden sollte, weil er rebellisch war. Und das ist für mich gar nicht so anders, als wenn andere Völker sehr auch brutale Dinge hatten. So before I answer or comment on that, what I will comment and say is if God allows sin in any type, does it represent his holy character well? Bevor ich dazu speziell was sage, lass mich erstmal so einen Kommentar abgeben. Wenn Gott Sünde in irgendeiner Form bestehen lässt, passt das dann zu seinem heiligen Charakter? So if he allows sin and says, oh yeah, you can do that but not this, then it's a compromise of his consistency. Wenn er also irgendeine Sünde erlaubt und sagt, okay, das könnt ihr machen, aber das andere nicht, dann kompromittiert das seine Beständigkeit. So either he doesn't allow any of it or he allows all of it. Entweder er erlaubt nichts davon oder er erlaubt alles. And to comment further on that idea, a lot of what you find in the law of Moses are what are called occasional laws. Vieles von dem, was wir im Mose-Gesetz sehen, das sind Gesetze, die für einen bestimmten Fall gegeben wurden, Fallgesetze. And they're laws that are for certain occasions and for certain situations, Gesetze, die für einen bestimmten Fall, für eine bestimmte Situation gegeben wurden. rather than do this every single time this thing happens, or for every single thing. It gives specifics for specific events and times. Statt zu sagen, okay, das macht ihr jetzt bei allem, was auftaucht, geht es darum zu sagen, wenn dieser spezielle Fall auftaucht, dann sollt ihr das tun. And so the eradication of sin in any means is supposed to represent how you love God and love other people. Wenn es also darum geht, auf irgendeine Art Sünde auszuordnen, geht es da im Großen und Ganzen darum, wie man Gott und wie man andere Menschen lieben soll. Because the entire law is summed up in the idea of love Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. Denn das gesamte Gesetz wird damit zusammengefasst, dass man sagt, liebe den Herrn, deinen Gott, deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand, deiner ganzen Stärke und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. That's how the 10 Commandments are split up. The first 4, no other gods before me, don't bow down to idols, don't take my name in vain, and honor the Sabbath, are how you love God. So ist der ganze Dekalog, die ganzen 10 Gebote zusammengefasst. Die ersten 4, keine anderen Götter, also ich bin der Herr dein Gott, keine anderen Götter, das heißt, meinen Namen nicht missbrauchen und halte den Sabbat, da geht es darum, Gott zu lieben. And then honor your father and mother, don't murder, don't commit adultery, don't steal, don't bear false witness, and don't covet are how you honor man. Die restlichen 6, wo es darum geht, Ehre Vater und Mutter, nicht morden, kein Ehebruch begehen, nicht stehlen, keine falsche Aussage machen und nicht das begehren, was andere haben. Da geht es darum, wie man den Nächsten liebt. And so all of the law, all 613 laws, can be broken into either how you love God or how you love man. Die ganzen Gesetze, also die ganzen 613, können da runtergebrochen werden. Da geht es entweder darum, wie man Gott liebt oder wie man Menschen liebt. And so, if the wages of sin is death, and you allow people the freedom to sin in any way, does it love God and man to let them do something that leads to death? Wenn die Strafe oder wenn die Konsequenz von Sünde, wenn die Sünde immer zum Tod führt, ist es dann liebend, wenn man jemanden sündigen lässt, wenn es doch dann gegen Gott oder gegen den Menschen, wenn es zum Tode führt. It is not loving to allow someone to do something that would lead them to death. Es ist nicht liebevoll, jemandem zu gestatten, etwas zu tun, was ihn zum Tod führt. Now, how that is walked out then can be further discussed, but we first must establish that the eradication of any sin is a must and a necessity under God's character and leadership of this nation. Wie das dann auch umgesetzt wird, wie das dann ausgelegt wird, darüber können wir dann sprechen, aber etwas, was wir feststellen müssen, ist, dass die Ausrottung jeder Sünde ist eine Notwendigkeit durch Gottes Charakter der Heiligkeit. Because if the nation allows sin, then they compromise God's character and they don't represent him well, which is actually what ends up happening anyways. Denn
das Volk Sünde zulässt, dann kompromittieren sie Gottes Charakter, dann stellen sie ihn nicht gut dar. Und das ist etwas, was dann natürlich passiert in der Geschichte. And so, we today are supposed to do the exact same things in representing God by living lives that are not compromised by sin, because Jesus has paid for sin and we've been baptized into his death and therefore no longer live the life of sin, but now the life of Christ in righteousness. Wir heute sollen Gott genauso widerspiegeln. Ja, mein Lieb, das second half of that again. Weil wir auch dazu aufgerufen sind, nicht zu kompromittieren in unserem Leben. Jesus hat für unsere Sünde bezahlt, wir sind der Sünde gestorben durch die Taufe und wir sollen jetzt ein Leben führen, was nicht der Sünde dient, sondern der Gerechtigkeit, der Heiligkeit. So, the playing out of the law is to show the consequences of sin. Das Gesetz umzusetzen soll dazu führen, dass die Menschen sehen, was die Konsequenz der Sünde ist. And in some senses, you do see the harshness of that. Und oftmals sehen wir da schon eine gewisse Härte. But what you will see all the way through the Bible is that all sin has consequences, and that sin leads to not only a spiritual death and separation from God, but also a physical death in which every person must die. Was wir sehen durch die ganze Bibel hindurch, ist, dass Sünde immer Konsequenzen hat und dass Sünde nicht nur zu einem geistlichen Tod führt in der Beziehung mit Gott, sondern auch zu einem physischen Tod. For us to think that sin does not deserve death is an unbiblical concept. Wenn wir denken, Sünde verdient nicht den Tod, dann ist das ein unbiblisches Konzept. And it is not the one the Bible promotes. Es ist nicht das Konzept, das wir in der Bibel sehen. And so what we're trying to do is we're trying to renew our minds from the paradigm of the world to have a worldview and perspective through the Bible. Wir versuchen unser Denken zu erneuern in die Sichtweise der Bibel, damit wir eine Weltanschauung haben, die mit der Bibel übereinstimmt. And so sometimes those consequences are harsh. Manchmal sind diese Konsequenzen hart. And those consequences are so harsh that the only righteous person in all of history died the death for all those who would have to suffer those consequences of their unrighteous acts. Die Konsequenzen sind so hart, dass die einzige wirklich gerechte Person in der ganzen Geschichte sterben musste, anstelle von den Personen, die eigentlich den Tod verdient hätten. And Christ gave to us what we do not deserve by any means. Christus hat uns das gegeben, was wir auf keine Weise verdienen. Because anytime anybody sins, they deserve to die. Jedes Mal, wo irgendjemand sündigt, verdienen sie den Tod. Because that is what God has said. Weil das ist, was Gott gesagt hat. For in that day, when you take up the fruit and eat of it, you will die. In dem Moment, wo du die Frucht nimmst und davon isst, wirst du sterben. So, it's a longer answer than maybe you're anticipating for that question. But it's important to know the paradigm we start from so that we understand where the questions are originating from. Das war vielleicht ein bisschen eine längere Antwort, als du erwartet hast, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, wo die Sachen herkommen, damit wir die richtige Sichtweise darauf haben. So I'm going to jump into the rest of my lecture, and if you guys have more questions, I'm always happy to talk at meals or after class, or we could have like a discussion time and talk about more of this kind of stuff at any time. Ich springe jetzt wieder rein in den Unterricht und wenn ihr noch mehr Fragen dieser Art habt, dann können wir auch Mittagessen oder nachmittags noch mehr darüber reden. Okay, so for understanding the conquest of the Promised Land, it is important to understand that the Canaanites are not a unified nation. Die Eroberung des verheißenen Landes zu verstehen, müssen wir verstehen, dass die Kanaaniter kein vereinigtes Volk sind, keine vereinigte Nation sind. The Canaanites are not like Egypt or like Babylon or Assyria, where they are one organized country. Die sind nicht wie die Ägypter, die Babylonier oder die Assyrer, wo sie eine zentrale Organisation haben in ihrem Land. They are what are known as city-states. Sondern die sind bekannt als Stadtstaaten. And if you go back to Germany, I think probably about like 800 years ago, it was run by a bunch of city-states. Dasselbe gilt auch für Deutschland, wenn wir etwa 800 Jahre zurückgehen, dann waren das
eine Menge Stadtstaaten. Or even farther back, pretty much all of Europe was run by city-states, these small countries inside of the land. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann trifft das auf ganz Europa zu, dass es überall diese Stadtstaaten gab, diese kleinen Länder, die im ganzen Land verteilt waren. And the land of Canaan, or Israel, is occupied by all of these different countries, right? They're very small city-states. Das Land Kanaan war gefüllt mit diesen kleinen Ländern, mit diesen kleinen Stadtstaaten. And so Israel is not taking over a whole or a one whole country. They're conquering these little countries inside of Canaan. Israel kämpft jetzt also nicht gegen dieses eine Land, sondern sie erobern diese ganzen kleineren Stadtstaaten in der Region Kanaan. So, for example, you see this coalition of kings that come against Joshua, and what's happening is these city-states are coming together to unify with one another to come against Israel. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass so ein paar verbündete Könige gemeinsam gegen Josua gekämpft haben, dann heißt es, dass sich mehrere von den Stadtstaaten zusammengetan haben, um gegen die Israeliten zu kämpfen. So while we talk about it as one people group, they are multiple countries and kings inside of this land. Auch wenn wir also manchmal davon sprechen, als wäre das ein Volk, sind es doch verschiedene Könige und verschiedene Länder innerhalb von dieser Region. So let's talk a little bit about holy war and the killing in Joshua. Sprechen wir ein bisschen über das Konzept des Heiligen Krieges und das ganze Töten, was wir in Josua sehen. This is a hotly debated topic and has been for many, many years. Das ist ein heiß diskutiertes Thema und das war es schon seit vielen, vielen Jahren. Was it okay? Was it right? Is God wrong for doing this? War das okay? Oder war das richtig? Hat Gott Falsches getan, indem er das befohlen? Now, the question we come to is, why the Canaanites? Zunächst stellt sich mal die Frage, warum die Kanaaniter? Well, first of all, as we have so clearly discussed, they are wholly morally corrupt. Zunächst mal, wir haben schon festgestellt, dass sie total moralisch korrupt waren. The things that God outlaws in the book of Leviticus are mostly what the Canaanites are practicing in their land. Die Dinge, die Gott in 3. Mose verbietet, sind größtenteils genau die Sachen, die die Kanaaniter in ihrem Land praktiziert haben. The sexual acts in Leviticus chapter 18 are the things that the Canaanites were practicing in the land. Die sexuellen Handlungen in 3. Mose 18, das sind im Prinzip genau dieselben Sachen, die Kanaaniter in ihrem Land praktiziert haben. The child sacrifice, as you see in Deuteronomy chapter 12, 29 through 31, is also being practiced. Die Kinderopfer, die wir in 5. Mose 29, Vers 12 bis 13 sehen, wurden dort auch genauso ausgeübt. And God did not want these practices to infiltrate the nation and to taint the people He called as holy. Das war 5. Mose 12, 29 bis 31. Und Gott wollte nicht, dass sein Volk beeinflusst wurde durch diese Lebensweise. Und sie davon abhalten, sein heiliges Volk zu sein. This is also in direct fulfillment to a word that God gave to Abraham back in Genesis. Das Ganze geschieht auch in einer direkten Erfüllung eines Versprechens, das Gott Abraham gegeben hat in 1. Mose. Where God promises the land to Abraham, but He says to him, you will not receive it until the iniquity of the Amorites is complete. Wo Gott Abraham zugesagt hat, du wirst dieses Land hier mal besitzen, aber noch nicht jetzt, weil die Boshaftigkeit der Leute, die hier wohnen, noch nicht vollständig ist. And the Amorites are used there as a figure of speech for everybody in the land. An der Stelle heißt es die Amoriter, die hier leben, aber die sind quasi nur dieser Platzhalter für alle Menschen, die zu der Zeit in dem Land wohnen. As you find all the nations listed at the end of chapter 15. Weil am Ende von 1. Mose 15 werden die ganzen Nationen aufgezählt, die dort leben. So what this should show us is that God gave mercy to the Amorites for 430 years. Was uns das zeigen sollte, ist, dass Gott gnädig war mit den Kanaanitern, und zwar ganze 430 Jahre lang. And so potentially even 500 years, including Jacob and Isaac into that time period. Man kommt sogar auf 500 Jahre, wenn man die Lebenszeit von
Isaac und Jakob noch dazu rechnen. And so this whole time period, God has given mercy to the Amorites, Canaanites, Hittites, all these people in the land. Diese ganzen 500 Jahre war Gott also gnädig den Amoritern, den Hethitern und wer immer da noch lebte in diesem Land. He didn't destroy them. Hat sie nicht zerstört. He wanted them to repent. Wollte, dass sie umkehren. And we know that he was at work in the land because of what is demonstrated in Genesis. Wir wissen, dass gewirkt hat in dem Land durch das, was wir in 1. Mose sehen. God was not absent from interaction with the Canaanites. Gott war nicht abwesend von dem, was da in dem Land Kanaan passierte. Abraham was in the land as a witness of God. Abraham war in dem Land gewesen als Zeuge Gottes. But so many people ask the question about this man named Melchizedek. Und so viele Leute fragen sich, ja, was ist mit dem Mann Melchisedek? Is he Jesus pre-incarnate? Ist das vielleicht sogar ein Jesus, bevor er auf die Welt kam? The author of Hebrews says that he resembles Jesus, but he never says that he is Jesus. Der Schreiber von Hebräer schreibt, es war einer wie Jesus, aber er sagt nie, das war Jesus. And so many people want to ask that question about Melchizedek, but I think that Melchizedek shows God's mercy and grace to the people of Canaan way more than it talks about Jesus. So viele Leute stellen diese Frage über Melchisedek. Ich denke aber, was viel wichtiger ist an der Person Melchisedek ist, wie er Gottes Gnade dem Volk der Kanaaniter zeigte. Because what the Bible is it's like a telescope, right? If you put your hands up to your eyes like this with me, so everybody put your hands up to your eyes. Braucht man so ein Teleskop mit euren Händen. You can only see a very narrow view, right? Da seht ihr nur einen geringen Ausschnitt, stimmt's? That's the Bible. Das ist, was wir in der Bibel sehen. It has a very narrow view on this little piece of land at the east of the Mediterranean. Er hat diesen sehr engen Blick direkt auf dieses kleine Stück Land da im Osten des Mittelmeers. And there's so much happening all over the world. Aber so viel passierte zu der Zeit auf der ganzen Welt. But from time to time, things will cross right in front of the telescope, just like a comet or a shooting star. Ab und zu zieht etwas vorbei vor dem Teleskop, wie so ein Komet. And you're like, where'd that person come from? What are they doing there? Und dann fragst du dich, ja, wo kommt die Person jetzt her? Was macht die eigentlich da? And what DBS and other YWAM Bible schools are doing is helping you see everything outside the telescope so you understand better what's going on inside the telescope. In der DBS und in den anderen Bibelkursen wollen wir euch einen Blick dafür geben, was außerhalb des Teleskopes passiert, damit ihr besser versteht, was im Teleskop von sich geht. So we get a glimpse of this man named Melchizedek, and what that shows us is that God is working in the land of Canaan. There is a righteous man who is a priest of the Most High God in the land of Canaan. Da sehen wir diesen kurzen Blick auf einen Typ, der heißt Melchisedek, und was uns das wirklich zeigt, ist, dass Gott doch am Wirken war in dem Land Kanaan, weil es heißt, er ist ein gerechter Mensch, ein Priester des allerhöchsten Gottes. And 500 years of mercy is a long time. 500 Jahre Gnade, das ist eine ziemlich lange Zeit. He gives even less time to Israel. Gott gibt selbst den Israeliten weniger Zeit. So by the time you get to Kings, you will see that Israel gets less time of mercy than the Canaanites do before God judges them with an outside army. Wenn es zum Buch der Könige kommt, dann seht ihr, dass Gott den Israeliten weniger von so einer Gnadenfrist gibt, als er den Kanaanitern gab, bis dann Gericht von außerhalb kam. And God will judge Israel the exact same way he judges the Canaanites. Und Gott richtet die Israeliten an auf dieselbe Art, wie er jetzt Gericht über die Kanaaniter bringt. But oftentimes people have no problem with God judging Israel. So oft haben die Leute gar kein Problem damit, dass Gott Israel richtet. Why? Warum? Because they know all of the sin and depravity that Israel was walking in. Weil sie genau wissen, was für Sünden die Israeliten begingen und wie tief sie gesunken sind. The prophets tell us everything that Israel was doing. Die Propheten, die erzählen uns von allem, was die Israeliten taten. But people have a problem with the Canaanites because we don't know what they were doing, and it seems like they are an innocent people. Die Leute haben aber ganz viel Problem damit, dass die Kanaaniter getötet werden, weil sie nicht wirklich wissen, was die Leute taten. Und anscheinend uns wird nicht so viel davon erzählt. Why is God killing an innocent people? Und dann heißt es, das sind unschuldige Menschen. Warum bringt Gott die unschuldigen Menschen um? Well, I hope by now you see they were not innocent.
Ich hoffe, ihr habt jetzt schon so einen Einblick, der euch verstehen lässt, dass das keine unschuldigen Menschen waren. And what you find throughout the entire